Roland, Adduktoren dehnen. Ich weiß gar nicht, dass ich überhaupt Adduktoren habe und ich scheine noch mehr zu haben. Es gibt nicht nur eine, es gibt zwei, drei. Stell dich mal so breit wie möglich hin. Okay. Das, was zieht, was dich daran hindert, dass du mit den Füßen breiter stehen kannst, das sind die Adduktoren. Also die Innenseite. Die Adduktoren sind hier. Das sind diese ganzen Muskelbündel, die du an der Innenseite vom Oberschenkel fühlst. Und es gibt kürzere, ganz kurze, kürzere, längere bis hier unten hin. Die ganzen Muskeln hier drin, das sind die Adduktoren. Man nennt sie auch Anzieher. Die Schenkelanzieher sind das. Lass uns das doch mal geschmeidig machen bei mir, oder? Machen wir gleich. Aber bevor wir starten, Adduktoren, was für Probleme machen die überhaupt? Die haben viel zu tun mit Hüftproblemen, mit Unbeweglichkeiten. Kann sogar in den Rücken reinziehen, also Rückenschmerzen im unteren Bereich. Die können auch von den Adduktoren kommen. Das wollen wir alles bereinigen jetzt. Übrigens, wenn du dich verletzt hast in den Adduktoren, ganz vorsichtig immer bewegen. Prinzipiell kannst du eigentlich immer vorsichtig reindehnen. Wenn du weißt, da ist was verletzt, da ist was geschwollen oder so, mach's halt noch vorsichtiger. Wenn du unsicher bist, dann geh halt zu deinem Arzt, lass es vorher noch abklären. Und jetzt zur Übung. Um die Übung bestmöglich machen zu können, brauchst du eine Fensterbank, einen Tisch oder einen Stuhl. Wir haben einen etwas höheren Stuhl genommen. Niedriger Stuhl ist vielleicht zu niedrig, weil du musst dich nach vorne beugen. Du sollst dich gerade aufrecht stehend etwa in dieser Höhe abstützen können. Ja? Stell dich mal davor, René. Ideal für mich. Und ja, bleib erstmal so stehen, ganz normal. Und jetzt geht es erstmal darum, das Becken richtig aufzustellen. Geh mal in ein Hohlkreuz rein mit so einem Entenhintern. Ah, ja. Dann siehst du von der Seite, hier wölbt sich jetzt die Lendenwirbelsäule rein. Das soll nicht sein, das Gegenteil soll sein. Das Gegenteil erreichst du dadurch, indem du den Bauchnabel zurückziehst und das Schambein hochziehst. Aha. Hochziehen, Aha. Schambein. Und jetzt hast du gesehen, jetzt hat sich das Becken in diese Richtung bewegt und hat sich gerade gestellt. Und das ist eine wichtige Grundvoraussetzung für diese Übung. Lass das Becken jetzt genau so. Aber jetzt habe ich kein Hohlkreuz mehr, oder? Ganz genau. Du darfst ja auch keins haben. Ach so. Gut. Ja, bei der Übung solltest du kein Hohlkreuz haben oder sagen wir, das Hohlkreuz so gering wie möglich machen. So, jetzt geht es um die Füße. Du bleibst mit dem Becken so stehen und jetzt geh mal ein bisschen mit dem Gewicht nach vorne. Dann merkst du ja, dass die Fersen freier werden. Auf die Ballen stelle ich mich dann. Nein, du bleibst erstmal und fühlst nur. Ah ja, okay. Ja? Jetzt gehst du zurück mit deinem Gewicht und merkst, dass die Fußspitzen nicht mehr so fest auf den Boden drücken. Und das nutzen wir jetzt. Wenn du jetzt also nach hinten gehst und die Fußspitzen nicht mehr so belastet sind, gehst du mit den Füßen nach außen. Und dann gehst du mit dem Gewicht nach vorne, dass die Fersen weniger belastet werden. Ich weiß, und gehst jetzt mit den Fersen raus und ruhig noch mehr raus. Jawohl. Und das machst du erstmal, aber jetzt schau mal, jetzt bist du zu weit weg vom Stuhl. Also entweder musst du vorne bleiben oder du holst dir deinen Stuhl, deinen Tisch so ran, dass du schön gerade stehen bleibst. Und was ist mit deinem Hohlkreuz passiert? Ja, habe ich was falsch gemacht? Ganz genau. Ach so, ich muss die ganz Hüfte genau. wieder kippen. Es kann es aber sein, wenn du schon zu breit bist und schon im Hohlkreuz bist, dann kriegst du das Hohlkreuz nicht mehr raus. Dann müsstest du die Füße wieder ein bisschen enger stellen. Aber bei dir geht's noch. Bleib gerade, zieh Schambein hoch und den Bauchnabel ein. Und dann merkst du, dass die Spannung hier, dass die größer wird. Ja. Und das ist der Grund, warum wir so stehen sollten. Aber jetzt bin ich Weil nicht mehr... warte mal. Weil wenn du ins Hohlkreuz gehst, dann weichst du der Dehnung aus. Verstehe ich nicht. Ja, du weichst aus, heißt, dann dehnst nicht mehr so gut. Deswegen mach die Anforderung höher, stell das Becken gerade, dann hast du den großen Vorteil, da ist nämlich noch der Hüftbeuger bei den meisten Menschen mit drin. Und das ist der Grund, warum das auch was mit Rückenschmerzen zu tun hat. Aber das nur so nebenbei als Info. Ja? Okay. Was wolltest du jetzt noch fragen? Du hast am Anfang gesagt, dass wir die gleiche Höhe brauchen. Wenn ich da jetzt runtergehe, habe ich ja auch keine gleiche Höhe mehr. Macht das jetzt einen Das ist Unterschied? nicht schlimm. Da die Arme so hoch immer weiter zu nehmen, ist kein Problem. Nur wenn du unten nicht rankommst, dann musst du dich nach vorne beugen. Verstehe. Und das ist ein Problem. Ja? Gut. So, jetzt müssen wir die Matte ein bisschen wegtun, dass du Platz hast für deine Füße. So weit komme ich nicht runter, mach dir nichts vor. Und jetzt fühl mal rein. Bleib also gerade mit dem Becken und geh immer weiter auseinander. So viel geht da nicht mehr. Ja, so weit wie es geht. So weit wie es geht. Oh, da kommen wir jetzt aber auch schon ans Und Maximum. jetzt gell? gehst du in die Intensität rein, die du gerade noch gut ertragen kannst.
Okay, der René ist weit auseinander. Es kann sein, dass du viel weiter oben nicht mehr weiterkommst. Völlig egal, jeder übt genau in seiner Position. So, und jetzt bleibst du erstmal 1 Minute da drin. Boah, ich war übermotiviert. Kann ich einen Schritt zurückgehen? Ja. Auch wieder so? Das ist gut, dass wir das mal vorspielen, ja, wenn du merkst, dass das nervt so sehr, es tut so sehr weh, dass du dich nicht mehr positiv gerade noch wohlfühlen kannst, ja, dann musst du raus, dann musst du die Dehnung wieder verringern, weil das muss immer unter dieser Schwelle bleiben, es muss immer gerade noch ein Wohlfühlschmerz bleiben. Okay? Und da bleiben wir jetzt 1 Minute drin. Wie lange bin ich schon drin? Du bist jetzt 29 Sekunden drin. Ja? Also wir rechnen ab dem Erreichen der Breite, wo du dann merkst, dass es richtig dehnt. Und jetzt kannst du ruhig Millimeter für Millimeter weiter reingehen, wenn es geht. Ja? Rein heißt auseinander. Ja, aber mach's halt langsam, ganz langsam. Das kannst du mit ganz langsamen Bewegungen machen, sodass du dich gerade noch wohlfühlst. Kann es sein, dass ich jetzt wesentlich weiterkomme, schon nach einer Minute dehnen? Das Gewebe gibt nach. Das Gewebe gibt nach. Deswegen muss man es auch jeden Tag wiederholen, damit es dann dauerhaft nachgibt. So, jetzt ist 1 Minute rum und jetzt machst du Folgendes. Jetzt drückst du mit deinen Füßen gegen den Boden, als wolltest du die Füße zusammenziehen. Und dann merkst du, das spannt sich an der Innenseite, spannt sich das hier alles an. Und das machst du vorsichtig, aber kräftig. Muss ich an meine Hüfte denken? Die ganze Zeit. Oh. Ja, die Hüfte sollte die ganze Zeit möglichst aus dem Hohlkreuz draußen bleiben. Dann lässt du locker und testest mal, ob du noch ein bisschen mal da reingehen kannst. Kann ich tatsächlich. Durch das Anspannen, durch das Krafttraining, was eingebaut ist, lernt dein Muskel sich in einer größeren Länge wohlzufühlen. Das ist der Sinn. Das trägt also erheblich zur Dehnung bei und gleichzeitig entfaltest du Kraft, funktionelle Kraft, die du gut im Alltag umsetzen kannst. Eben zitter ich. Zittern ist immer ein Zeichen von Überlastung. Wenn du dich trotzdem gerade noch positiv fühlst, ist es okay, aber dein Gesicht zeigt mir, du bist schon zu weit drin. Ich habe auch schon 1 Minute rum, glaube ich. Genau, und deswegen ist die Übung sowieso vorbei, 2 Minuten rum. Und jetzt geh langsam wieder raus. Umgekehrt, wie du reingegangen bist, gehst du langsam wieder raus. Jawohl. Jetzt schlenke mal deine Beine ein bisschen, fühl mal rein. Wie Gummi, gell? Okay. Und jetzt geht es gleich weiter mit der zweiten Übung auf der Matte. Bei der Übung, die du eben im Stehen gemacht hast, mit gestreckten Knien, sind eher die längeren Adduktoren angesprochen durch die Dehnung. Das kann auch im Einzelfall anders aussehen, aber im Normalfall ist es so. Jetzt geht es mehr um die kurzen Adduktoren, die also hier oben in dem Bereich vom Becken zum Oberschenkel spannen. Dafür musst du eigentlich auf die Knie gehen, wie wir das jetzt schon tun. Wenn du Probleme hast, auf die Knie zu gehen, dann machst du bitte Folgendes. Leg dich mal auf den Rücken, René. Okay, jetzt stell mal die Beine auf. So? Ja, dass du ungefähr einen 90-Grad-Winkel hast und leg mal die Fußsohlen gegeneinander. So? Jawohl. Okay, und jetzt geh mit deinen Händen so weit, wie es geht, auf die Oberschenkel. Aha. Jawohl. Und lass locker und zieh mit den Händen die Knie nach unten. Zieh mit den Händen die Knie nach unten so? Jawohl, jawohl. Jetzt bist du natürlich hier oben ein bisschen aufgerichtet. Schöner wäre es, dass du abliegst, aber wenn du abliegst, kommst du nicht mehr so weit an die Beine. Ja, also da musst du ein bisschen gucken, wie es bei dir am besten klappt. Du kannst Folgendes machen, du kannst dir ein größeres Kissen hier oben unterlegen. Dann hast du mehr Reichweite und kommst mehr ans Knie, weil je mehr du ans Knie kommst, desto besser kannst du Kraft ausüben, um die Knie nach unten zu drücken. Aber ich kann nicht näher ranholen, oder? Das wäre nicht gut. Doch, du kannst auch näher ranholen, aber wir fangen erstmal bei 90 Grad an. Okay. Und bei 90 Grad langt es bei den meisten Menschen schon. Okay. Also du musst jetzt wissen, du fühlst bei dir auch zu Hause, kannst ja schon mal mitmachen, während wir das hier erklären, je mehr du die Beine gestreckt hast, desto leichter fällt es dir, mit den Knien nach außen zu kommen, Richtung Boden. Je mehr die Füße sich dem Becken nähern, zieh mal ran, René. Was meinst du? Die Füße ranziehen Richtung Becken, desto mehr merkst du, dass es spannt. Und in dem Moment hast du mehr Dehnung. Aber wenn du mit 90 Grad Winkel anfängst, dann ist es eigentlich erstmal so eine ganz gute Herangehensweise. Und wenn du dann merkst, du kannst mehr vertragen, dann zieh die Füße einfach noch dichter ran. Und zieh dich mit den Händen immer weiter runter,
Ja? Nicht nach oben ziehen. Die Hände müssen nach unten drücken, die Beine praktisch. Ne? Dass die Knie... Hier spannst, gell? Ganz also. genau, ganz genau. Ja? So, das würdest du oder machst du jetzt 1 Minute. Wir machen es auch mal in der Position ruhig durch. 1 Minute immer weiter steigern. Aber Rollo, für wen ist diese Variante jetzt gut? Für all diejenigen? Für die Adduktoren. Okay. Für die Adduktoren, für die eher kurzen Adduktoren, für die Menschen, die nicht auf den Knien praktisch sich auflehnen können. Dann machen wir gleich noch eine Variante, die noch intensiver ist. Weil ich kann mich ja auf die Knien, also ich kann ja richtig... Genau, aber du tust es mal so, als ob du das nicht kannst, damit alle die das auch nicht können, die zugucken, das mitmachen können. Und wenn 1 Minute um ist, jetzt hältst du deine Beine ganz fest und versuchst, die Knie zusammenzuführen. Also nach oben zu nehmen. Aber ich lasse nicht los mit den Händen. Du lässt nicht los, du hältst die ganze Zeit gegen. Und du machst mit den Knien nur so viel Kraft, wendest du auf, dass du mit den Händen das halten kannst. Man nennt das isometrisches Anspannen. Ja, das ist wieder das Krafttraining. Wie lange? In der gedehnten Position, bis ich sage Stopp, Stopp. Und jetzt gehst du weiter nach unten. Es geht wieder weiter. Spann immer so, ganz genau. Das ist der Grund, dass es da wieder weitergeht. Du gibst Kraft rein, funktionelle Kraft, die dich die Gelenke besser ansteuern lässt, in dem Fall das Hüftgelenk. Und gleichzeitig kriegst du auch Kraft überhaupt, die du für deinen Alltag benötigst, ja, um dich gut bewegen zu können. Und dann spannst du nochmal an. Spann wieder gegen, als wollen die Knie nach oben, aber dass sie kein bisschen nach oben gehen. Richtig Krafttraining. Wie lange muss man das machen? 3, 4, 5 Sekunden und wieder locker lassen und nochmal, ein letztes Mal weiter nach unten ziehen. Bin ich weiter nach unten gekommen? Ja, ist deutlich. Du hast vielleicht auch gesehen bei ihm. Vielleicht hast du auch bei dir selber festgestellt. Und dann langsam wieder entspannen. Okay. Nachdem er sich ausgeruht hat, machen wir die Übung gleich noch in einer verschärften Variante. Und bitte gebt mal einen Kommentar, wer von euch Schwierigkeiten hat, sich hinzuknien, also diese Variante gar nicht machen kann. Aber noch ein Tipp von mir. Die Knie gewöhnen sich daran. Wenn du ganz empfindliche Knie hast und hast dir angewöhnt, oh, ich kann da gar nicht drauf, kann gar nicht aufs Knie, keinen Kniestand machen, keinen Fersensitz machen, versuch's trotzdem immer mal wieder, weil mit zunehmender Dehnung all der Muskeln, die im Bereich der Knie auch sind, lässt die Empfindlichkeit der Knie immer mehr nach. Also immer wieder mal probieren und irgendwann geht's dann, weil diese Übung hier hat Vorteile gegenüber anderen, weil sie einfach intensiver ist und eine bessere Wirkung entfaltet. Du bist im Vierfüßler, gehst mit den Händen noch ein bisschen weiter nach vorne, dass du mit dem Becken durchhängen könntest. Aber eine Frage gleich von Anfang. Du hast gesagt, die ist intensiver, die Übung. Wie viele Muskeln habe ich denn jetzt mehr, die ich trainiere? Oder was ist der Unterschied genau? Die Dehnung auf deine Adduktoren ist intensiver. Gleichzeitig machst du hier ein bisschen Krafttraining für die Schulter, für die Arme. Du stabilisierst dich. Also da ist wesentlich mehr Training enthalten. Okay. Ja, aber die andere Übung ist wunderbar, auch schon zum Dehnen für deine Adduktoren geeignet. Ja? Und jetzt gehst du mit den Füßen aneinander. Und mit den Knien auseinander. Was? Füße aneinander, Knie auseinander. Wie so ein Frosch. Wie so ein Frosch, genau. Und je weiter du mit den Knien auseinander bist, umso besser. Stopp, das geht ja dann noch mehr. Okay. Kann ich ganz ranziehen oder ist das ein Fehler? Kannst du machen, es wird nur gleich schwerer dann. Dann mache ich es nicht. Wie bei der anderen Übung auch. Wenn der Winkel unter 90 Grad ist, immer enger wird, wird es immer anspruchsvoller. So, und Achtung, jetzt mach dir bewusst, wo ist deine Leiste? Ja, das muss mir wirklich bewusst machen. Hier, ne? Ja. Und dann? Und die Leiste senkst du jetzt ab. Also die Leiste geht, jawohl. Aber geh nicht so sehr ins Hohlkreuz. Jetzt senkst du den Bauch ab. Den Bauch lass mal oben. Geh mit der Leiste runter. Geh mit der Leiste runter, lass den Bauch oben. Merkst du den Unterschied? Nee. Okay. Bleib mal mit der Leiste oben und senk nur mal den Bauch ab. Nee, ja genau. Dann merkst du, gehst immer weiter ins Hohlkreuz. Jetzt weichst du wieder der Dehnung aus. Weil jetzt dehnst du was anderes. Jetzt dehnst du vorne den geraden Bauchmuskel, aber weniger in dem Bereich der Adduktoren, was wir dehnen wollen. Mir zieht es schon da unten. Richtig. Ja, und gleich ziehst du noch viel mehr. Pass auf. Jetzt gehst du aus dem Hohlkreuz raus. Hohlkreuz raus. Geh aus dem Hohlkreuz raus. Jawohl. Und jetzt gehst du statt mit dem Bauch mit den Leisten nach unten. Natürlich geht der Bauch ein bisschen mit. Oh shit. Ja, aber merkst du, es ist eine ganz andere Ansteuerung. Das ist gut, dass wir das so genau erklärt haben, weil da kannst du es gut nachfühlen auch, ja.
Also nicht der Bauch will runter, du gehst schon wieder hier ins Hohlkreuz, bleib aus dem Hohlkreuz draußen. Das ist zwar nichts Schlimmes, aber das nimmt die Dehnung von den Adduktoren weg. Und jetzt gehst du mit den Leisten runter, nicht Bauch, Leisten. Die Leisten sind hier. Ich Der kann nicht Punkt weiter will runter. Roland. Genau, dann ist da jetzt die Grenze erreicht. Ja. Ja? 1 Minute, dann drückst du mit beiden Knien so fest wie möglich gegen den Boden. Warum? Damit du Kraft in die Muskeln bekommst, die jetzt gerade gedehnt werden. Wie lange? Bis ich Stopp sage. Sag Stopp. Jetzt, Okay. Stopp. Und jetzt gehst du mit den Leisten weiter runter. Kann ich? Oh ja, kann ich. Ist immer gut, wenn ich Stopp sage, weil wenn man es alleine für sich übt, dann hält man nicht so lange durch. Und je länger du Kraft da reingibst, desto besser ist der Effekt. Ja? Und jetzt nochmal, du spannst wieder mit den Knien gegen den Boden. Du spannst ganz fest dagegen, jawohl. Raus aus dem Hohlkreuz, denk dran. Ja? Lässt locker und die Leisten gehen mehr runter. Die Leisten gehen mehr runter. Und nochmal 3-mal, 4-mal atmen und dann langsam wieder rausgehen. Komplett raus? Ja, aber mach langsam. Ach, okay. Entschuldigung. Das war zu schnell, das solltest du nicht machen, was René eben gemacht hat, weil die Regel ist bei unseren Übungen immer langsam bewegen und nicht schnell bewegen. Langsam und bewusst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Üben. Wiederhole die Übung jeden Tag und du wirst merken, was passiert. Hier oben kannst du den Kanal abonnieren für viele weitere Videos, damit du keins verpasst. Wir sagen ciao. Ciao.